damit hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Forgotten City. Bin hier immer noch ein bisschen am Rätseln, welche Rätsel hier was bedeuten und was sind. Also das eine sind natürlich die ganzen menschlichen Dramen, die ich hier auflösen kann. Das andere ist aber... hier diese Kletterpartien, die teilweise brauche ich die wohl zum Beispiel, um in den Palast reinzukommen oder so. Aber und andererseits... Wenn ich nur etwas leichter wäre. Julias Notiz. Hello? Hello. Reden wir noch mal mit ihm. My name's... My friend Hannibal, he said if anything ever happened to him, he gave me this key and made me promise to keep it safe until I found the treasure. But all I remember is he said something about the cisterns. But when I went up to the high one, they put me in here. Nun gut. Hannibal's hilarious. Like, if you help make him magic, Hannibal said it would. Okay. Bye bye. Jo. Sonst war hier nichts weiter, wa? So, dann triggern wir mal. You there? I'm sorry to trouble you, but I couldn't help but notice that fine bow you're carrying. No idea how you managed to get your hands on it, especially in the light of our dear old magistrate's ban, but I'm impressed. And before you ask, no, I wouldn't dream of trying to buy it from you. I have no use for a wooden bow myself. But I would like to propose a joint business venture of sorts. Fahrt fort. Tell me, do you have any idea how people here end up as golden statues? And here I was thinking I was the only one to figure it out. In any case, supposedly one or two of those arrows is enough to turn a full-grown man into gold. Now, of course, that is a travesty, a terrible, horrible waste of human life which has to be stopped. And yet, on the other hand, I can't help but think of a tale told by that Greek fella Aesop, the goose that laid the golden egg. With the ability to transmute organic matter into gold, one could create infinite wealth. Use your imagination. Golden animals, insects, trees and plants. The Midas touch without the drawbacks. We are talking riches beyond imagining. And even if we were to split all those riches between the two of us, half of infinite wealth is still infinite. Interested? Ich denke, die Goldene Regel ist das abschreckendes Gleichspiel gedacht. Look, I might have skimmed over that one, but don't be so pedantic. Are you interested or not? Oh, I'm not suggesting we use such a bow on people. There's no profit in breaking the golden rule. Excellent. So the first question is, how do we get our hands on one of those golden bows? Now, I have a plan, but first, tell me, are you familiar with the story of the goddess Diana? Oh, nicht wirklich? No problem. Allow me to explain. Yeah. Diana is our goddess of the hunt, the moon, and the underworld, depending on who you ask. The one thing priests and poets agree on is that she carried with her a golden bow and a quiver of golden arrows. And it just so happens that there is a shrine of Diana in this very forum, with a prominent statue of the goddess herself. And would you like to guess what she's holding in her hand? Ein goldener Bogen. Precisely.
I can't tell you how many hours I've spent in that temple staring at it, trying to figure out how to retrieve it without breaking you know what. Aber ihr wollt das Oh, nicht. gods no! If you tried that, we'd all be dead within moments, I'm sure. No, here's what I propose. You give your bow to me, I cover it in a thin layer of gold leaf, and we create a replica of a golden bow. Then you enter the shrine, extinguish the braziers, and under cover of darkness, swap out the fake for the original. It's not theft exactly, it's more of a trade. But make no mistake, this is a dangerous path, and there's no way of knowing where it will lead. But in my experience, all the best adventures begin with a risky first step. Now, you must have questions. Ask away. Warum kann ich ihn nicht einfach nehmen? Because the gods would see you, of course. Hence my proposal. Meinen, die kann ich im Dunkeln nicht sehen? I'm more of an ideas man, whereas you're obviously the more resourceful and heroic type. I have complete confidence in you. Ist das nicht ausgesprochen gefährlich? When Prometheus stole fire from the gods and became a hero to all mankind, do you think he was worried about the danger? Was ist mit Prometheus passiert am Ende? So, are you in, partner? Nun gut, ich werde es tun, aber nennt mich ja nicht euren Partner. Tipp, wenn du deine Action- oder Horror-Elemente sehen möchtest, ist das eher nichts für dich. Nö, wir nehmen es mal mit, auch wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Now, if you'll hand over your bow, I can get started applying a layer of gold leaf. This is a quality weapon. Now, bear with me for a moment. And here we are, a gold leaf bow. Mit Glattgold überzogen ist. Now I've gone and unlocked the shrine of Diana for you, so as quick as you can, head on inside. It's just at the end of the street on the left. May the Ach, gods das ist not der, watch den wir die over ganze you. Zeit nicht reingekommen sind am Anfang der Straße. Ich fürchte nur, am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir damit auch wieder die Goldene Regel, weil die wird das ja merken, ich meine, das ist eine Göttin. So. You have to do something. You have to... So. Ich werde mich umgehend darum kümmern. Thank you. I have... Geht nicht dort hinein. What? Vertraut mir. All right, So, okay, ich versuche mal, ob mein Plan klappt. Ja, okay. Stop right there. I'm looking for Tiberius Quick. Ja. Ja, es sind ja wirklich am Ende dieser Straße. Ich sah, wir kleinen schon das zweite Gebäude zu eurer Linken. Thank you. For your service to the Empire, I'll let you live for now, but you'd best make sure our paths don't cross again. Jo. Schauen wir mal. Könnte den jetzt natürlich erschießen, aber das würde wahrscheinlich bedeuten, die Regel zu brechen. Filthy, lying degenerate. So, haben wir. Whatever's in that great temple up there on the bluff, I bet it's You- worth a fortune. you took care of him.
Er hatte einen tragischen Unfall. An accident? So, it's over? Oh God, that's such a relief. I really thought we were all going to die. I do have a question though. That shrine, the one I was going to hide in, did you know it was going to collapse? Wenn ich Ja sagen würde, würde ich Mord eingestehen. I don't understand. Oh, I see. I should probably keep my big mouth shut then. Sorry. I promise, nobody else will ever know what you did. But I know. That was really clever. Thank you. I'm glad you're here. Oh, speaking of which, welcome. I'm Fabia. Sorry I was a bit frantic before. Need anything? Was ist deine Geschichte? Oh, there's not much to tell. I mostly just bake bread and try to help out where I can. Wie bist du hergekommen? I suppose it all started about 8 months ago. I was living in Rome with my family when I got sick. Terrible timing. My pa had just arranged a husband for me. A fisherman's son. I was about to meet him for the first time when I came down with an awful fever. I spent the next week in bed. Pa paid priests to make offerings to Asclepius, a white rooster, then a goat. But nothing worked. In the end, they decided I'd do better outside the city. Clean air in the countryside would do me good, they said. But after about a day in a carriage on the Appian Way, I was getting worse, not better. I remember closing my eyes for a bit, and I guess I must have fell asleep, because when I opened them again, I was in a forest by a river. I suppose the driver took off with his fee and left me for dead. Can't say I blame him. I wouldn't have wanted to catch what I had either. Anyway, I went searching for help, stumbled across the trapdoor temple, and here I am. Das ist seltsam. Die meisten anderen waren in Rom, bevor sie im Wald aufgewacht sind. Aber ihr sagt, ihr wart auf einen Tagesritt entfernt. Ja. Oh yeah. I suppose you're right. Hadn't really thought about it. But the gods are mysterious and powerful. Who knows what their plans are for us? Ja, okay, jetzt hätten wir vielleicht natürlich erst noch sagen können, dass mir leid tut, das zu hören, aber ich war mir nicht sicher, ob die Antwort dann verschwindet. Wisst ihr, was hier rauskommt? You've been here a few moments and you're desperate to get out already? Why not give the place a chance before you try to leave? Good people here. Galerius works hard on the farm so I can put food on our tables, and Lucretia tries to keep us healthy. My friend Georgius is always mending our clothes, and Virgil makes sure these old walls don't fall down around us. Well, he does his best. I'm just saying, there are worse places you could live out your days. Well, I can tell from your funny accent you're not from around here, but that doesn't mean you don't belong, does it? Was hältst du von der goldenen Regel? Kann mit ihr nicht über Wergel I try reden. not to worry about it. I mean, if people are nice to each other, we won't have anything to worry about, will we? Ich mag euren Optimismus. Hä? Seid ihr auf solche Leute getroffen? Thanks. And I like your teeth. They're so white. And your clothes. Oh, I bet my friend Georgius would like to get a look at you. And I'm sure he'd love to chatter about the Golden Rule with you too. He'll be just across the forum in his shop. Gut, vielleicht kann ich auch mit ihr nicht mehr darüber reden, weil wir ja schon wissen, dass Rufius der Täter ist. Taking care of our problem. I won't forget it. Oder muss ich erst wieder von Wergel überhaupt erfahren, dass er dieses Problem hat? Oh. Ah, a new face. Salve, I hear we have you to thank for... Ich mach's mal trotzdem. Wir haben das alles schon. Aber ihr habt noch nicht erzählt mir. Ja, doch. Oh, I'm glad you asked. But that...
die mich verwirrt. Die Alte schreiben, was bedeutet das? I'm not sure. It could mean that the Romans, who first started building here, were just copying Greek architecture, which they do all the time. Or it could mean that there were Greeks living and worshipping here before the Romans arrived. Which back, who really built this place? If only there was a way we could talk to the people who came here before us. The stories they could tell. Geschichte der Stadt hatten wir Oh, I'm gerade. glad you asked, but Ja. Oh. So, Architektur. gladly. It's and the rest is fun. Okay, wenn nicht Wasser, könnten wir die für Flucht Hey, nutzen. I'm not saying. Tempel auf You der mean the Klippe. great given the way it unfortunate. You see, there's an and of course, so we're unless some Was of anderes? course. Was haltet ihr von der Some Goldenen Regel? people I mean which and Ziemlich sicher, dass ich ihn unterscheide. Ja, bin mir nicht fair sicher. enough. Okay. Nice to talk to you. Welcome to my humble store. Wo bist du denn? Ach da. Greeting. Ich weiß, ihr wollt wissen, woher ich stamme, aber ich möchte euch viel lieber ein paar My Fragen stellen. friend, your words intrigue me more and more. Ja, okay. I hope that 27. Okay, das haben wir. Julia ist noch hier. Was there something you wanted? Wisst ihr, wie man hier rauskommt? If that's your idea of a joke, it's not funny. Okay, sie redet nicht mehr mit. Oder? I know what kind of person you are. Ja, okay, das war vielleicht nicht die schlauste Frage, hier in dem Kontext zu stellen. Feeling all right? Wir sprechen, ja, That's a shame. Thanks. okay. Ratios. Ich suche eigentlich gerade Rufios. Oder gehe ich erst zu Malellos? Kommen diese Steinbrocken hierher? Hier ist Equizias Haus. Okay. Thank you. Thank you. I am delighted and deep. Domitius doesn't usually let anyone in here without a hefty tribute, so you... Bla bla bla. Wisst ihr etwas Of course über... not. But as I... Was Look, schreibt ihr? of course. Also, seid ihr Quintius. My name is Marcus Malleolus Gurgius. You seem to have confused me with someone else. Ihr habt ein grünes und ein blaues Auge, auch in der Beschreibung, den Hinrichtungsbefehl von Kaiser Nero. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more.
Aber leider klingt es auch an Größenwahn. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Aber das werde ich. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Mist. I trust you can see yourself out. Ja, ich wollte deine Schulden kaufen. You again. What is it now? Okay, kann mit ihm nicht... I trust you can see your... Ja, okay. Das heißt, ich muss... Okay, machen wir mal das mit dem Diana-Schrein, weil ich da, wie gesagt, befürchte, dass das einen neuen Zyklus triggern wird und dann... Warum? Die fliegen hier. Und die spinnen da oben in der Ecke. Sieht nicht so aus, als ob der Diana-Schrein gerade... Ein Römer auf den Knien, der anscheinend verzweifelt Gebete spricht. Sie fielen offensichtlich auf taube Ohren. Steinstatue von Diana, die antiken römischen Göttin der Jagd, des Mondes und der Unterwelt. Oh. Huh. Warum ist das da oben? Würde natürlich dafür sprechen, dass wir tatsächlich in Dianas Reich sind, wa? Wenn sie die Göttin der Unterwelt ist. Wusste ich gar nicht von Diana, dass sie auch die Göttin der Unterwelt ist. Wusste, dass sie die Göttin der Jagd ist, aber... Okay. Is that you, partner? Do you have the bow? Wonderful. Just go ahead and slide it under the door for me and I'll unlock it for you. A little bit slow, aren't you? Yes, I locked you in, and until you give me my bow, you're gonna stay in there, like Tantalus in Tartarus. No, technically, I never said that. I said, if we were to split all those riches between the two of us, infinite wealth is still infinite. It's hardly my fault if you can't tell the difference between a hypothetical and a promise, now is it? Oh, I do love a good loophole. Wie kann ich euch vertrauen, nachdem ihr mich so You're just gonna have to take your chances, I'm afraid. The bow, now. And don't even think about giving me the fake one. I'll recognize my own handiwork. I would reconsider my position quickly if I were you. I'm not sure if you noticed, but you're stuck in there with a hornet's nest, and they can be rather aggressive toward intruders. You know, some say it takes 27 hornet stings to kill a man, but I always wondered how anyone could have known that. Let's find out if they were right, shall we? Aus dem Tempel entkommen.
Okay, da habe ich jetzt erstmal... Welches ist denn jetzt der goldene Bogen? Der... Das war eigentlich zu einfach fast. Lass mich raten, ich bin jetzt... in der Zisterne? Okay. Was ist hier? Warum ist da... Ach, ich glaube, ich weiß, was... Diane, zu der Spalte. Ach, hier sind wir. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me. A rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later, in the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison.
Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Okay. So. Hier ist der Durchgang in die andere Zisterne, wo der zerquetschte liegt. Aber hier komme ich offenbar nicht weiter. Ah, hier liegen die Seile, bedeuten, dass ich hier hochklettern kann, offenbar. Irgendwie. Oder auch nicht. Muss ich die Seile jetzt auch noch vergolden? Nö. Ach doch, okay. Ja. Oh. Wie treffe ich die? So nicht. Ah, okay. Oh, nein, nicht runterfallen. Fuck. Letzten Speicherstand laden. Mist. Gut, zumindest wissen wir jetzt, wie es geht. Okay, hier die Schriftrolle lesen. My beloved Galatea, I write this so that one day, when we're finally together, you will understand what I've done and why I had to do it. The others will call me mad or a monster, but I don't care what they think. Everything I'm doing here, I'm doing for you. I'll start at the beginning. Soon after my arrival here, as I walked down a corridor lined with golden statues, I thought I heard a whisper behind me, a rasp of air, as if vocal cords of metal strained to say a word or two. I tried to dismiss the idea, tried to concentrate on my work as the city's medic, but that tortured whisper haunted me. Weeks later,
In the hallway to the bathhouse, I heard it again and found myself drawn to the statue of a Roman woman wearing a stola. Her face was contorted with anguish and fear, and disturbingly, it was as if she was looking right at me. As I walked past her, I heard that strained whisper again, and turning back, I discovered that even though I had moved, she was still looking right into my soul. That was when it dawned on me. This was no statue. This was a woman trapped within that golden prison. Naturally, I told the others, but when I could not reproduce the results of my experiment, they would not believe me. But from that moment on, I knew the full horror of this place. Immobilized within these statues are living human beings. It was that day, my love, that my heart broke. Dachte ich mir, dass wir jetzt im Palast sind. Jetzt ist die Frage, wo ist Nevia? Und was wäre passiert, wenn ich dem Typen Desius den Bogen gegeben hätte. Bist du Nevia? Kann ich die Regel hier irgendwie öffnen? Nee. Gott. Jungs, Mädels. Oh, Scheiße. Oh. Das ist eine Frau, die gehäutet wurde. Diesmal. Bist du Nevia? Ich würde erst gerne mehr erfahren. Okay, kann ich. Muss sie umbringen. Schade, ich dachte, dass sie vielleicht noch irgendwas zu sagen hat oder dass ich vielleicht noch irgendwie einen weiteren Hintergrund erfahre. Oh, warte. Ich glaube, ich weiß, was passiert. Nevia hat versucht, diese Wesen hier zu befreien und sie hat denen die Haut abgezogen in der Hoffnung, dass unter dem Gold
die Menschen sind. Aber alles, was sie getan hat, ist... Oh, Kacke. Und hier scheinen noch mehr von denen zu sein, weil hier spredet immer noch irgendeine geschälte Statue. Mutter, warum hört das nicht auf? Ich dachte, dass vielleicht die Texte, die erzählen, mir noch irgendwelche Hinweise geben zusätzlich, aber erstmal nicht. Ah, Mann! Nur Kopfschüsse töten. Ich habe zwar immer versucht, auf den Kopf zu schießen, aber hat nicht... nicht funktioniert. Weil er mal so gewackelt hat und ich dann irgendwie mal nur seine Schulter getroffen habe. You're not supposed to be here. Help us. Help me. Make it stop. Versuche ich ja gerade, warte, okay. Okay. Abstand. Me die. Help me. You. Oh, Kacke, ich krieg sie nicht. Tot, scheiße. Schwierig genug bei einem zu treffen. 3 fast unmöglich. Und das sind immer noch mehr. Nee, wäre es wirklich wahnsinnig geworden. Die hört nicht auf. Sie muss doch, nachdem sie die ersten hier rausgeschielt hat, gesehen haben, was sie denen antut.
Verwandelt das mal in Gold, in der Hoffnung, dass dann da keine neuen rauskommen. Und dass ich da jetzt nicht reintauchen musste. Oh nee, scheiße, ich hätte hier drin... Warum ist hier reingemusst in das Wasser? Warum ist hier die Markierung? Ich dachte, das hat das markiert, dass ich das Wasser vergolden kann. So. Aber bin mir nicht mehr sicher, ob es das war. Ich da jetzt nicht möglicherweise was anderes hätte machen sollen, hier irgendwie ins Wasser reingemusst hätte. Könnte natürlich einen alten Spielstand laden. Obwohl, hier habe ich... nee, guck mal, hier habe ich es nicht vergoldet und hier kommt trotzdem... Kann ich hier nicht irgendwie ins Wasser rein. Okay, was ist das hier? Ich schätze mal, das ist der Ausweg. Aber erstmal will ich wissen, was hier los ist und wie Gnevia stoppen kann. Die muss damit aufhören. Achso, das ist wahrscheinlich wie der eine Typ da unten in die Zisterne entkommen ist, der... Nicht. Ach Quatsch, hier komme ich ja her. Hier will ich weiter. Hier jetzt, hier jetzt nirgendwo hin. Wie komme ich zu ihr da hoch? Mist. Doch irgendwas übersehen hier? Ja, okay, leider. Ich dachte, ich schaff's vielleicht noch diese Folge hier zumindest das Rätsel zu lösen, aber... Nee, warte mal, wo bin ich denn jetzt überhaupt reingekommen? Zu der Tür bin ich reingekommen. Okay, komm hier nicht lang. Und da oben habe ich sie gesehen. Aber zu der Tür komme ich nicht rein. Könnte jetzt natürlich spaßeshalber versuchen, ja, alles in Gold zu verwandeln, aber... Ich glaube nicht, dass das... Nee. Verwandelt noch nicht mal die gesamte hölzerne Tür in Gold. Ja, keine Ahnung.
Okay, das heißt, der einzige Weg, den wir im Moment haben, ist der hier. Ja, ich hab's erahnt. Shit. Falsche Taste gedrückt. Ich hab die ganze Zeit auf Space gedrückt, statt auf E. Ich hab mich wundert, warum ich sie nicht wegtrete. Okay, wie weit zurück sind wir denn? Okay, wir kommen wieder hier raus aus dem... Aber... Ich sehe doch hier irgendwas. Oh, ich stuck. Oh Gott, ich stuck. Dachte schon, ich bin stuck. So. Aber ich komme damit hier trotzdem nicht weiter erstmal. Darum. Fischsoße als Gewürz oder dieses verstoßen, schwaches, salziges Aroma. Warum nicht das Zeug hier? Problem ist natürlich, die sind jetzt alle wieder da, wa? Oder auch nicht. Ich sehe doch hier irgendwas, oder? Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt habe ich den neuen Bereich geladen. Mist. Jetzt sind sie bestimmt wieder da, oder? Der Musik zufolge. Obwohl, die Pfeile sind weg. Das hat er sich gemerkt. Ja, okay, dann machen wir jetzt mal Schluss an der Stelle hier. Wo die Musik gerade so aufgeregt ist. Ich würde gerne zu ihr hochkommen, aber ich verstehe gerade noch nicht wie. Vielleicht muss ich doch da unten durch. Aber das wird super schwer. Da werde ich bei krepieren mehrfach wahrscheinlich. Aber ich komme halt hier nicht durch die Tür, die eigentlich direkt zu ihr führen müsste. Ich habe keine Ahnung, was ich alternativ noch machen könnte. Diese Dings, die ich da umgeschossen habe, hat leider auch nichts ausgelöst. Dabei ist die extra so markiert. Vielleicht hätte ich es auch nicht umschießen dürfen. Das könnte jetzt aber schon zu spät sein. Okay, wir müssen hier runter. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Let me begin with a question.
Would you say you know the difference between right and wrong? If even one person commits a sin here, every last one of us